In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Remco Tanküberwachungseinheit in der Smart Web App hinzufügen können, um Einsicht in Ihre Daten und den Standort Ihres Gerätes zu bekommen. Zuerst wird das Gerät an dem zu überwachenden Tank angebracht und verkabelt. Sobald Sie damit fertig sind, können wir uns dann auch der App zuwenden. Diese können Sie entweder auf einem Smartphone installieren oder online in einem beliebigen Internetbrowser aufrufen. Ich werde die Einrichtung heute über den Webbrowser vornehmen. Die Oberfläche der App sieht aber identisch aus, egal ob auf dem Smartphone oder im Browser. Zuerst müssen wir uns nun die App installieren oder die Internetseite im Browser unter smartweb.remco.media aufrufen. Hier können wir nun uns registrieren und einen Benutzerzugang erstellen. Alle Felder mit einem Sternchen sind verpflichtende Angaben, alle anderen sind optional. Sie können sich anschließend mit Ihrer E-Mail und Ihrem gewählten Passwort anmelden. Nun gelangen wir auf die Geräteübersicht. Hier sind alle Ihre Geräte aufgelistet und um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie diesen Button hier unten. Wir haben nun zwei Möglichkeiten, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Die erste Möglichkeit ist, dass wir den im Lieferumfang enthaltenen Freischaltcode in das dafür vorgesehene Feld eintragen. Die zweite Möglichkeit ist das Scannen eines QR-Codes an der Tanküberwachungseinheit. Diese Funktion gibt es nur für die Smartphone-App. Sollten Sie also wie ich den Webbrowser benutzen, dann brauchen Sie den Freischaltcode. Anschließend geben wir nun noch den Standort der Anlage an und die Bezeichnung der Anlage. Danach klicken wir nun unten auf Hinzufügen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen nun, welche Möglichkeiten Sie mit der Smart Web App haben. Drücken Sie auf diesen Button hier, um jederzeit den Anlagenstandort und die Anlagenbezeichnung ändern zu können. Wir empfehlen, bei der Anlagenbezeichnung Informationen über den Standort und den Kunden einzuspeichern, da Sie diese Informationen dann auf der Geräteübersicht direkt hier sehen können. Eine weitere wichtige Funktion ist das Benutzermenü. Klicken Sie dafür auf diesen Button hier, um in das Menü zu gelangen. Hier können Sie den Betreiber des Tracking-Gerätes eintragen, welcher im Regelfall Sie sind. Zusätzlich können Sie eine weitere Person hinzufügen, die Einsicht in die Daten des Tracking-Gerätes erhält. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf Neue Nutzer anlegen und die eingetragene Person erhält eine E-Mail. Kommen wir nun zum wohl wichtigsten Menü, der Tracking-Übersicht. Klicken Sie auf dieses Symbol hier, um zu diesem Menü zu gelangen. Zuallererst können wir hier unseren Gerätezustand einsehen. Unser Gerät ist aktiv. Klicken Sie auf dieses Symbol hier, um sich Benachrichtigungseinstellungen einzustellen. Sie können sich hier zum Beispiel einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn der Füllstand Ihres Tanks unter eine gewisse Prozentanzahl fällt. Diese können Sie hier einfach eintragen. Zusätzlich können Sie in diesem Menü natürlich noch einige Informationen einsehen. Unter anderem sehen wir hier den Füllstand des Tankes, die Temperatur sowie den Akkustand unserer Tanküberwachungseinheit. Zudem kommen noch einige Geräteinformationen. In diesen Geräteinformationen erhalten Sie auch Informationen darüber, wann die letzten Daten Ihres Tracking-Gerätes geschickt wurden. In diesem Fall für uns heute um 10:43 Uhr. Wichtig dabei zu wissen ist, dass diese Daten immer einmal täglich oder bei wichtigen Veränderungen gesendet werden. Zum Beispiel, wenn sich der Standort des Gerätes ändert, es Erschütterungen gibt oder der Akkustand zu niedrig wird. Im unteren Bereich haben wir eine Graphenansicht, in denen Sie verschiedene Informationen noch einmal grafisch darstellen können. So also den Füllstand, den Akkustand, die Temperatur und auch den Verbrauch. Diese Informationen können Sie dann auf ein Jahr beschränken, auf einen Monat, eine Woche oder natürlich auch nur einen einzigen Tag. Natürlich können Sie sich in diesem Menü auch Informationen über Ihren Gerätestandort einholen. Klicken Sie dafür einfach auf diese Vergrößerungsschaltfläche, um genau einzusehen, wo sich Ihr Gerät gerade befindet. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch den Verlauf Ihrer Gerätestandorte anzeigen lassen. Klicken Sie dafür einfach auf das kleine Uhrensymbol rechts unten am Rand der Karte. Unsere Tanküberwachungseinheit verfügt über eine sogenannte Geofence-Funktion. Das heißt, Sie können einen gewissen Bereich festlegen und sollte sich das Gerät aus diesem Bereich bewegen, wird sofort ein Alarm ausgelöst und Sie erhalten eine Benachrichtigung. Um ein sogenanntes Geofence-Gebiet hinzuzufügen, zoomen Sie zuerst etwas aus der Karte heraus. Klicken Sie nun auf Gebiet hinzufügen und Sie werden dazu aufgefordert, einen Mittelpunkt zu setzen.
Um diesen Mittelpunkt zu setzen, klicken Sie einfach mit der linken Maus auf den Standort Ihres Geräts. Nun wird ein kleiner Kasten erzeugt. Diesen Kasten können Sie nun an den Ecken greifen und größer ziehen. Der Kasten stellt das Geofence-Gebiet dar. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste in die Mitte des Kastens, halten Sie und schieben Sie den Mittelpunkt wieder auf den Standort Ihres Gerätes zurück. Wenn Sie fertig sind und zufrieden sind mit der Größe, klicken Sie einfach auf Gebiet erstellen. Im Folgenden wollen wir Ihnen nun noch eine wichtige Funktion zeigen, und zwar die Gruppen. In diesen Gruppen können wir eine neue Gruppe erstellen, indem wir zu dieser Gruppe verschiedene Geräte hinzufügen. Ich werde in unserem Fall zum Beispiel den Tracker 1 und den Tracker 2, die beide bei dem gleichen Kunden stehen, hinzufügen. Wir könnten diese Gruppe nun also Kunde 01 nennen und die beiden Geräte hinzufügen. Optional können wir hier auch die E-Mail-Adresse des Kunden hinzufügen, damit der Kunde eine Benachrichtigung erhält, wenn der Füllstand des Tankes zum Beispiel unter unsere festgelegten 35% sinkt. Anschließend drücken wir auf Gruppe erstellen und die Gruppe ist erstellt.